Ja, hallo liebe Leute, neues FreeCAD-Video. Hier seht ihr die letzte Ausbaustufe meines Mikrofonstativs. Die Tischklemme ist hier jetzt wesentlich größer gemacht worden, dass da auch dickere Tische mitgeklemmt werden können. Dann ist das hier breiter gemacht worden. Das Stativ, das wird dann hier so schräg, hier oben bleibt es so und hier, die laufen dann schräg zusammen. Das klappt aber sehr gut. Ich habe das Ganze auch gedruckt und dann kommen hier eben jeweils diese Schrauben hier, 1, 2, 3, 4 Stück brauchen wir davon, dann jeweils 4 pro Ebene Muttern, also hier 4, das sind 8. Dann hier eine etwas längere Schraube und nochmal 2 Schrauben. Das heißt, da haben wir dann 10 Schrauben. Dann brauchen wir hier noch eine Schraube oder 2. Dann sind wir bei 12 und hier unten, da brauchen wir auch noch, Mutter meine ich jetzt. Und da unten brauchen wir auch noch eine normale Schraube und eine solche Mutter. Eine reicht normalerweise, kann man aber auch, wenn man möchte, 2 drauf tun. Und jetzt, man kann das hier, denke ich mal, ganz gut erkennen. Man kann hier einfach die Mutter und die Schraube abdrehen, diesen Mikrofonhalter entfernen und was anderes dahinsetzen. Und das möchte ich jetzt machen. Und zwar einen Halter für eine Klemmvorrichtung für zum Beispiel Actionkameras, aber auch andere Sachen, weil die ist halt flexibel und die hat schon was für sich, was die Konstruktion angeht. Und deshalb noch einmal, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern gesehen. Und dann danke fürs Zuschalten und dann möchte ich beginnen, diesen Halter zu konstruieren. Die Maße hier, die kann ich mir hier ganz gut rausnehmen. Ich kann erstmal alles unsichtbar machen. Das heißt, ich selektiere das und drücke die Leertaste. Die Schrauben brauchen wir nicht. Die kleine Schraube unten auch nicht. Die Arme kommen weg. So, jetzt dünnt sich das Ganze schon aus. Mic End, das brauchen wir auch nicht. So, Mic Holder, den lassen wir im Moment mal noch an. Und dann haben wir hier noch Muttern und unten diesen Halter. So, das Teil lassen wir jetzt erstmal hier. Ich will das Ganze gar nicht hier so in der Höhe konstruieren, sondern auf der XY-Ebene. Das heißt, ich mache einen neuen Körper und den nennen wir jetzt einfach Cam, also F2 drücken. Moment, da müssen wir nochmal draufklicken. Und Cam Holder heißt das Ganze. Cam Holder. So, ich habe nochmal die Tastenbefehle eingeschaltet, damit ihr seht, was ich tippe. Und dann machen wir hier eine neue Zeichnung auf der XY-Ebene. Und da kann man jetzt das hier ganz gut heranziehen. Man sieht hier, das ist der Mittelpunkt und da, aber das ist eigentlich der Drehpunkt, deswegen möchte ich das andersrum konstruieren. Maße weiß ich noch, also dieses Maß hier für diese Vertiefung hier im Sechseck, das sind 14 mm, 3 mm wird das reingefräst. Dieses Teil hier, das können wir hinterher noch rüber kopieren und das Ganze ist 20 mm breit, aber ich mache das wesentlich größer. So, dann können wir eigentlich das Teil hier schon mal deaktivieren und ich fange jetzt hier an zu zeichnen. Und zwar, das ist jetzt der Drehpunkt, da wissen wir schon hier unten, das wird auf alle Fälle ein Kreis. Und dann haben wir hier oben auch noch einen Kreis. So, die sind gleich groß.
Und das Maß, das machen wir jetzt nicht 20 mm Durchmesser, sondern ruhig mal 35. Ich habe sie noch nicht gleich gemacht, das hat wohl nicht geklappt. Das war die Fall. So, jetzt haben wir es gleich und dann muss man sich überlegen, wie groß macht man das Ganze. Also das Maß hier zu dem. Da machen wir mal 60. Ja, das können wir nehmen. Dann machen wir hier zwei Strecken rein. Gucken wir Tangential, Tangential. Tangential. Das hat jetzt nicht geklappt. Du bitte, Tangential. Das mag er nicht. Ach, die sind, ja okay, so können wir es lassen. Dann nehmen wir die hier raus mit dieser Funktion hier. Und jetzt ist das hier noch nicht so ganz fertig. Warum nicht? Der muss auch noch hier mit verbunden werden. Also Taste O und schon haben wir das beschränkt. So, dann hier oben. Das hier wird ja der Drehpunkt mit der Vertiefung für die Mutter. Das heißt, wir fangen an, machen erstmal einen Kreis. Das ist die Bohrung. Da weiß ich aus der Konstruktion vorher, das sind 9 mm Durchmesser. Und hier oben, da brauchen wir keine Bohrung. So, dann können wir das schon mal aufpolstern. So, das Ganze, das mache ich 6 mm, so dick waren die anderen alle. Aber ich denke mal, ich mache es mehr. Das machen wir ruhig mal 8 mm, weil da muss hier kräftig was reingefräst werden. So, dann haben wir das Teil hier. Und jetzt kommt hier noch die Fräsung rein für die Mutter, dieses Sechseck. Das heißt, auf diese Ebene hier mache ich eine Zeichnung und dann die wird mittig hier zu. Das ist horizontal und dieses Maß hier von da nach da mit dieser Bemaßungsfunktion, das sind 14 mm. So, dann können wir das da rausfräsen lassen. Das heißt, das machen wir hier mit der Tasche und einfach 3 mm. So, dann haben wir das hier. Und jetzt, was soll das Teil machen? Das Teil, dann werden jetzt hier zwei wie so Schienen ausgefräst, in die von der links und rechts zwei, ich nenne sie mal Läufer, eingeklinkt werden. Und diese Läufer, die haben in der Mitte zwischen diesen Läufern, da dreht sich eine Gewindestange. Und zwar die Gewindestange geht in die eine Richtung mit rechtsdrehendem Gewinde und in die andere mit linksdrehendem Gewinde. Wenn man dann das Gewinde dreht, die Gewindestange, dann bewegt sich der eine Läufer nach links, der andere nach rechts. Und das möchte ich hier jetzt konstruieren. Fangen wir an mit diesen Fräsungen hier für die Läufer. Die soll nicht einfach nur rechteckig sein, dann würden die ja oben rausfallen, sondern die kriegen ein Profil und da kann man sich jetzt überlegen, macht man das auf die oder auf die Seite. Spielt erstmal eigentlich keine Rolle. Ich mache jetzt beide Fräsungen gleichzeitig. Das heißt, ich mache hier eine neue Zeichnung. Wir können uns das hier angucken. Da müssen wir anfangen. Okay. Und dann können wir auch, ne, das müssen wir gar nicht.
So, hätte das was gebracht? Nee, hätte nichts gebracht. Also können wir das wieder ausschalten. So, die erste Fräsung oben ist das auf alle Fälle rechteckig an beiden Stellen und nach unten läuft das dann mit einem Polygon aus. Und zwar da und auf der Seite genauso. So, dann machen wir hier, stellen wir um auf blau, machen hier eine Mittelachse rein, da eine Mittelachse rein und anhand der Mittelachsen definieren wir auch, wo die hinkommen. Das heißt, hier können wir jetzt einfach die hier symmetrisch machen, die beiden bitte auch symmetrisch und das machen wir hier auch. Symmetrisch, symmetrisch, dann können wir die hier horizontal verbinden, die sind auf derselben Höhe, die beiden hier auch und die bitte auch. Und dann können wir das Maß hier schon mal definieren, das Maß zu dieser Achse. Und zwar, das sind die 8 mm. Da lassen wir das beginnen. So, die sind jetzt hier verbunden. Also können wir das Maß hier definieren. Und da machen wir einfach 2 mm. Und dann machen wir hier diese Winkel. Das wird ein Winkel von 45 Grad. Hier machen wir dasselbe. Das brauchen wir aber nicht, weil das ist durch die Symmetrie schon gegeben. Und dann machen wir das hier auch. Winkel 45 Grad. Und dann sieht man, das ist immer der Winkel von 45 Grad. Dann können wir hier die beiden Maße gleich machen. Und das Maß hier, das war falsch getippt. Kleinen Moment. So, das machen wir 6 mm. Das Maß hier haben wir und dann machen wir jetzt noch das Maß hier und zwar 3 mm. So, jetzt haben wir die schon im Prinzip fixiert. Das heißt, ich kann die nur noch in dieser Richtung bewegen. Hier in der Richtung ist alles fest. Und dann bemaßen wir jetzt die Mittelachsen. Das Maß hier, das sind minus 50 mm. Gucken wir uns das mal an. Da können wir ruhig was anderes nehmen. Ein bisschen größer. 60 ist zwar wahrscheinlich viel zu viel. Obwohl, ne? Das passt. Und hier möchte ich wirklich viel Platz drin haben. Deswegen machen wir das Maß hier. Oder ich bemaße den Abstand hier. Und zwar, das sind jetzt 30 mm. Ich nehme mein Maß, ein Messschieber, um das so abzuschätzen. Machen wir ruhig 40. Zu weit auseinander ist auch nicht gut. Machen wir es ruhig 30. Weil der Grund ist, hier kommt ja dann der Läufer hin und hier in der Mitte, da muss da ist das Gewinde und wenn das zu weit außermittig ist, dann kann das verkanten. Also machen wir das so, wie wir es hier haben. So, dann, da sieht man schon das Maß 60 da, das war doch nicht gut. Also gehen wir hier nochmal rein.
Das muss aber minus 50 sein. Jo, das können wir nehmen. Und dann machen wir hier eine Tasche durch alles. Und warum klappt das nicht? Weil ich was vergessen habe. Und zwar diese beiden Strecken hier, die müssen blau werden, damit das eine geschlossene Kontur ist. Und dann können wir jetzt die Tasche machen und die bitte durch alles. Und das ist jetzt die Fräsung hier. So, hier unten, das ist immer noch genug Material. Und dann machen wir jetzt die Läufer. Und zwar bei den Läufern fangen wir mit den Schiebern hier an. Das hier, das wird der Schieber, der nach rechts rausläuft. Das heißt, der fängt genau hier an und nach da wird er dann hinten rausgucken, weil er eben in die Richtung nach rechts rausgeschoben werden muss. Okay, das heißt, wir haben, das wird aber ein neues Objekt und das heißt ein neuer Körper und das nennen wir jetzt Greifer R für rechts und zwar, das ist, wenn ich richtig sehe, die YZ-Ebene, aber wir können uns das mal anschauen. Ja, YZ ist richtig. Das heißt, die einmal selektieren, dann hier eine Bezugsebene, eine sogenannte Datum Plane. Die wird jetzt verschoben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie breit ich das Ding gemacht habe. Und 50 ist es natürlich viel zu viel. Und es geht in die andere Richtung, minus 20. Minus 14,5. Nee. Was haben wir denn da genommen als Maß? Kann man jetzt hier so dran fahren. Noch einen. So, da haben wir es. 18. Habe ich das echt 36 breit gemacht? Okay. Kann man jetzt, wenn man möchte, hier nochmal nachschauen. Da haben wir den Pad und dann gehen wir hier rein. Und das Maß hier, ja, 35 haben wir das gemacht. Okay, das heißt, da gehen wir wieder hier rein. Die Datum Plane 35 ist natürlich minus 17,5. Und da sieht man jetzt, so passt das auch. So, die Datum Plane, die machen wir unsichtbar. Und da machen wir eine neue Zeichnung drauf. Und jetzt muss man aufpassen, er hat das jetzt gedreht und da spielt die Musik. Das ist eigentlich eher negativ. Das heißt, ich gehe jetzt her auf die Datum Plane oder auf die Zeichnung. Das, wo ich das mache, ist egal. Und dann haben wir hier Map Reverse. Da gehen wir auf True und machen die Zeichnung nochmal auf. Und dann haben wir es so, wie wir es brauchen. Und den möchte ich jetzt hier konstruieren. Dass das blau ist, ist gar nicht mal so falsch. Dann machen wir direkt die Mittellinie hier rein. So, die war, wenn ich richtig sehe, minus 50 mm. Und dann zeichnen wir hier jetzt wieder im weißen Zeichenmodus hier ein Rechteck rein. So, das wird hier dazu symmetrisch und mit Polygon
machen wir hier unten weiter und zeichnen hier das so ran. So, das wird auch symmetrisch. Du und du bitte dazu. Das Maß hier, das Winkelmaß 45. Und dann haben wir das wieder schön sichtbar. Und jetzt muss man sich überlegen, wie breit macht man das denn hier? Also machen wir erstmal die Breite hier. 5,3. Machen wir mal 5,2 mm. Und dann das Maß hier. Dann glaube ich 6. Da lassen wir das so beginnen und dann machen wir noch das Maß hier nach da. Und das sind 2,8 mm. Ne, das ist zu viel. Mm. Jo, so sieht das gut aus. Und jetzt haben wir hier oben das Maß noch nicht definiert, wie hoch das hier rausstehen soll. Da machen wir einfach 5 mm. So, das ist jetzt das Teil für den Läufer oder für den Greifer. Und dann können wir hier direkt das nicht vergessen, den bitte hier blau machen. Und dann machen wir hiervon direkt, das machen wir gleich. Da mache ich jetzt erstmal eine Aufpolsterung. Die geht jetzt in die falsche Richtung, also umgekehrt. Und da mache ich jetzt 75 mm. So weit soll das hier drüben rausstehen. Das kann also dann bis hier oder sogar bis hierhin laufen. Man kann das auch länger machen, je nachdem, was man klemmen möchte. So, dann haben wir hier jetzt eine Kopie dieser Zeichnung hier hinten hin. Die machen wir der Einfachheit halber wirklich die Datum Plane genau in derselben Ausrichtung wie diese hier. Das heißt, die Datum Plane, dann nehmen wir wieder die YZ-Ebene, machen eine Bezugsebene dazu. Die wird jetzt in Z-Richtung, das geht jetzt in die positiven Maße. Das heißt, das waren 35, also 17,5. So, da kommt das hin. Und dann machen wir eine Kopie von dieser Zeichnung hier. Das heißt, dann nehmen wir diese Zeichnung hier, die kann man hier sehen, da ist sie, Steuerung C. Dann wird hier das Häkchen an der Datum Plane weggemacht und OK. Und einmal Steuerung V. Da ist die Zeichnung, jetzt wird die in den Greifer R reingezogen und auf diese Datum Plane gelegt. Die können wir unsichtbar machen und selektieren. Dann diese Funktion hier, Skizze einer Fläche zuordnen. Sketch ist in dem Fall der letzte zugefügte Sketch, also die Sketch 89. Dann ebene Fläche und dann sieht man hier, das ist genauso wie ich es haben möchte, nur dass dieser Sketch jetzt hier, das Maß hier nicht die minus 50 ist, sondern der muss verschoben werden. Da gucken wir gerade nochmal nach. Wie hatten wir das gemacht hier? Ne, gar nicht hier. Hier war das die Pocket Sketch und das ist minus 30, also wird das 20 mm von dort positioniert. Wir gehen wieder hier hinein. Das muss selektiert sein. Aktivieren die Zeichnung, ändern das Maß hier auf 20 bzw. minus 20. Und da haben wir den zweiten.
Und den polstern wir jetzt auch auf. Da habe ich das Falsche selektiert. Das muss selektiert werden. Aufpolstern. Was macht er denn? Habe ich das schon hier drin? Ja, habe ich. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Das wird ja der Greifer L. Also wir müssen einen neuen Körper machen. Greifer L. Das wird ein neuer Körper. Und dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Greifer R. Da haben wir hier den Sketch. Den machen wir nochmal die Kopie. Steuerung C. Den deselektieren. Steuerung V. Und die Datum Plane hier, die können wir ruhig rauslöschen. Und die müssen wir hier auch neu anlegen. Das heißt, Datum Plane YZ-Ebene. So, da ist sie. Dann in X-Richtung, ne Quatsch, in Z-Richtung. In positiver Richtung sind das die 17,5. So, da haben wir den. Und dann, die können wir ruhig unsichtbar machen. Dann nochmal den Sketch hier, Steuerung C. Hier das wegnehmen, okay, Steuerung V. Und jetzt diesen Sketch in Greifer L reinfügen. Das ist falsch geschrieben, können wir umändern. Greifer L. So, dann haben wir hier die Zeichnung drin. Die muss jetzt auf die Datum Plane gesetzt werden. Das heißt, hier einmal Datum Plane selektieren, die Funktion auswählen, Sketch, das ist jetzt die Sketch Nummer 89, was wir vorhin schon hatten, wo es aber nicht geklappt hat. So, und da ist der, jetzt können wir hier das Maßfix ändern. So, da hat er einmal zwischengespeichert. Da machen wir die minus 20 raus und schließen das. Und jetzt können wir auch die Aufpolsterung machen, was wir vorhin halt dadurch, dass ich keinen neuen Körper angelegt habe, nicht machen konnten. So, dann eine Aufpolsterung. Das geht jetzt in die richtige Richtung und 75 mm. So, damit ist sind die Greifer L und R definiert, aber die sind natürlich noch nicht komplett. Hier in die Mitte zwischen diesen beiden, da muss eine, wie nenne ich das mal, eine Gewindestange rein. Und zwar eine spezielle Gewindestange und die muss in der Mitte eine Lagerung haben. So, jetzt ist es so, dass ich dieses Teil hier nicht liegend drucken kann, weil hier dieser Kranz hinkommt für die bessere Verzahnung beim Festziehen der Muttern. Das heißt, ich mache diese Lagerung hier, die mache ich als einzelnes Bauteil und ich füge einfach hier jetzt 2 Bohrungen ein, durchgehend, und da wird hinterher was draufgesteckt, wo diese Gewindestange dann drin läuft. Ich würde sagen, das machen wir erstmal. Ich wechsle auf den Cam-Holder wieder, Doppelklick, dann selektieren wir das hier und eine neue Zeichnung. Und dann machen wir hier 2 Löcher rein. Das hat nicht geklappt. Jetzt müssen wir mal gerade hier
rausnehmen. So, der zweite Kreis. Was macht er denn da mit mir? Der zweite Kreis. So, der kommt dahin. So, die werden erstmal, bekommen die dasselbe Maß. Der und der. Taste E drücken und dann kriegen die einen Abstand zueinander. Den mache ich mal 15 mm und passt das? Ja, das wird passen. So, das Maß hier, das wird wahrscheinlich viel zu dick sein. Da reichen, denke ich mal, 3 mm völlig aus. Und dann zeichne ich hier noch als blaue Linie eine Mitte rein. Und die Mitte müssen wir uns überlegen, dass, was habe ich da für ein Maß genommen? Ich weiß es gar nicht mehr, aber wir gucken einfach mal hier. Waren das 70 mm? Kann man jetzt nachschauen. Das heißt hier 60 ist das. So, das heißt, ich gehe hier nochmal auf den Sketch. Dann machen wir das Maß hier 60. Und die Hälfte davon natürlich 30. So, das ist aber nicht das richtige Maß, was wir brauchen, sondern wir brauchen das Maß von 50 zu 70. Das heißt, da rechnen wir. Wir haben 50 plus 70 geteilt durch 2. Nee, das passt nicht. So, das sind 20 und das sind 50. Das heißt, plus 20 durch 2 sind 35. Und das sieht viel besser aus. Okay, dann machen wir das hier symmetrisch zu dieser Achse. Und das Maß hier, das haben wir schon. Gut, da machen wir jetzt einfach eine Bohrung. Die muss nicht durchgehend sein, aber nö, machen wir es ruhig so. Die hat jetzt 5 mm. Da wird ja was reingesteckt. Und was da reingesteckt wird, das wird ein neues Bauteil. So, das ist Lager, nenne ich das ganz einfach mal. Und das Lager muss auch aus 2 Teilen bestehen, weil die Achse, diese Gewindestange, die muss da wirklich fixiert werden. Mit einem einfachen Lager würde ich das so nicht hinbekommen, weil entweder ist es so, dass ich das Lager nicht darauf bekomme. Wenn das Gewinde größer ist, ist das Gewinde kleiner als dieser Mittelteil, dann hält das Lager das nicht fest. Und deshalb machen wir hier erstmal ein Halblager drauf. Und das kommt auf diese Ebene hier. Da machen wir uns aber, das machen wir über eine Datum Plane. Und zwar, das ist auf der XY-Ebene hier. Und eine neue Bezugsebene. Und die wird jetzt nach oben gesetzt in Z-Richtung. 8 mm. Okay. Und dann können wir auf der die neue Zeichnung anlegen.
Und dann machen wir auch direkt, haben das hier noch schön blau, diese Mittellinie rein. Die wird hier 35 mm, kriegt die als Abstand. Und dann zeichnen wir hier ein Rechteck rein. So, das wird erst einmal symmetrisch dazu. Kriegt ein Maß 8, das muss es nicht sein. Das machen wir mal nur 6 mm. Und dann wird das noch symmetrisch zu dieser Achse und kriegt hier ein Maß, und zwar 20 mm. Das können wir ruhig ein bisschen größer machen. 21 mm. Jo. So, das kriegt dann so Zapfen unten dran, die da reingesteckt werden. Und das wird jetzt erstmal hier eine Aufpolsterung. Aber nicht 10. Da reichen, denke ich mal, 5 mm. Na, das muss schon. Diese Gewindestange, die wird nicht ganz klein. Und zwar, die kriegt schon einen Durchmesser von 10 mm. Also machen wir das hier ruhig auf 10 mm Höhe. Und hier kommt jetzt so ein Kreis drauf. Und zwar, den machen wir dahin. So, das müssen eigentlich die 35 sein. Ja, das sind die 35. Und diesen Zapfen, der kriegt einen Durchmesser von 10 mm. Ich mache hier 11 mm dieses Maß. Und das Maß hier, das Maß da, das sind 10 mm. So. Dann machen wir da eine Tasche und die geht durch alles. Und dann ist das der erste Teil dieses Zapfens, dieses Lagers. Und hier, da kommt dann eine zweite drauf. Auch wieder, da machen wir hier, da mache ich jetzt, falls es schöner ist, machen wir Löcher rein. Machen wir Löcher rein. Ist eigentlich egal, weil drucken kann ich das Teil liegend oder hier drauf stehend. Da drauf stehend mit den Löchern drin. Ja, machen wir Löcher rein. Okay. So, darauf machen wir eine neue Zeichnung. Auf einen davon eine neue Zeichnung. Da machen wir wieder 3 mm Löcher rein. Die sind gleich groß, Durchmesser. Da machen wir ruhig mal. Komm, machen wir 3 mm. So, da kommt wieder eine Achse rein. Die kriegt hier das Maß von 35. Das wird auch symmetrisch. Und das Maß hier, da machen wir 16,5 mm. So, da machen wir ein Loch rein. Wie tief das geht, ist jetzt eigentlich erstmal egal. Aber eigentlich nicht. Das reicht, denke ich mal, 3 mm. Und den zweiten Teil, den machen wir, wenn die Gewindestange konstruiert ist, weil das ist jetzt eine Sache, die schon ein wenig was erfordert, in Anführungszeichen.
Erstmal brauchen wir für die Gewindestange einen neuen Körper. Und zwar, das nennen wir ruhig Gewindestange. So, da fällt ein E. So, Gewindestange. Und die wird begonnen hier auf der YZ-Ebene. Das ist die. Da können wir jetzt einfach eine neue Zeichnung anlegen und das muss weiß werden hier. So, da kommt jetzt dieser Kreis hin. So, der kriegt erstmal hier das Maß, das waren glaube ich 10. Ne, 5, 17 sind das. Es sind 18. Gucken wir mal. Jo, 18. So, das Maß hier. Das sind, glaube ich, die 35. Und das Maß hier, das ist ein Durchmesser von 10 mm. So, die Gewindestange selbst, die mache ich gleich mit 8 mm. So, jetzt kommt erstmal dieses, die wird ja dicker. Die muss ja dicker werden, damit die links und rechts, jo, das sieht doch sehr gut aus. Das heißt, hier machen wir jetzt eine Aufpolsterung und symmetrisch. Und zwar gucken wir von oben drauf und schauen mal hier, welches Maß wir da brauchen. Also das ist das genaue Maß, 6. Das mache ich jetzt aber einfach 7. Die kann ein bisschen Spiel haben. Das ist jetzt das, was in dem Lager läuft. Und da kommt jetzt links hier ein Zapfen rein. Da kommt hinterher ein Gewinde drauf mit einem linksdrehenden Gewinde. Und hier, da kommt ein Gewinde drauf mit einer rechtsdrehenden, mit einem rechtsdrehenden Gewinde. Dann fangen wir mit dem hier an. Das heißt, ich mache hier jetzt einen neuen, da kommt eine neue Zeichnung und so, da haben wir hier wieder die Maße 35 und das Maß die 10, ne, die 18 und dann, das muss ja größer werden. So, da machen wir hier, welches Maß nehmen wir denn? Dann nehmen wir mal 12 mm und dann können wir das erstmal hier verlängern als eine Aufpolsterung und zwar gucken 60 mm. Ja, versuchen wir es erstmal mit 60 mm. Vielleicht muss es auch länger werden, je nachdem wie viel man hier entsprechend einklemmen möchte. Also für eine Actioncam reicht das lang und schmutzig, aber vielleicht will man ja auch andere Sachen klemmen. So, dann machen wir hier da eine neue Zeichnung und da haben wir hier wieder einen Kreis. Der kriegt hier das Maß 35. So, hier ist das jetzt das Maß minus 10. Zu diesem, minus 18. So, minus 18 mm. Und das Maß hier, das wird dann auch Durchmesser 12 mm. So, da machen wir auch 60, also eine Aufpolsterung 60 mm. Und nun wird hier ein Gewinde reingeschnitten. Und zwar, da fangen wir hier auf der Seite an. Da kommt das Gewinde mit dem rechtsdrehenden Gewinde. Das heißt, wir machen eine Datum Plane und zwar auf der XY-Ebene.
einmal hier Bezugsebene erstellen. So, die wird jetzt 18 mm in Z-Richtung verschoben. Dann ist die hier schön drin und da können wir jetzt draufzeichnen. Wir können die unsichtbar machen und eine neue Zeichnung anlegen. Die neue Zeichnung besteht erstmal aus einer blauen Linie, das ist die Mittellinie. Die ist zwingend notwendig. Wir können das hier einmal umstellen, dass man das alles sieht. Und zwar für den Drehpunkt der Helix später. So, dann haben wir hier, das sind die 35 mm. Und jetzt wird hier, wir lassen hier ruhig einen Teil hier rüberlaufen, also wo kein Gewinde drauf ist, damit das auch hier schön klappt mit dem Lager. Und da wird jetzt eine neue Zeichnung angelegt, beziehungsweise in die Zeichnung kommt ein Polygon. Und dann machen wir wieder hier so eine Skizze einfach hingehudelt. So, dann das da, das wird vertikal, das bitte auch, das ist horizontal. Die beiden sind horizontal zueinander und das Maß hier, das sind 6 mm und dann haben wir das Maß hier, das gibt eine Steigung von 2 mm, also könnte das 2 mm werden, wir machen aber 1,9, weil es wenigstens früher war es so, dass das nie hingehauen hat. So, das Maß hier, wir gehen mal mit dem Maß hier nach oben, da machen wir 0,1, das muss ein bisschen überstehen und dann haben wir das Maß hier, da machen wir jetzt eine waagerechte Bemaßung und zwar 1,9 durch 2, können wir rechnen, kann man natürlich auch im Kopf rechnen, das sind 0,95. Einmal OK. Und dann müssen wir noch das Maß hier haben. Wie weit wird das denn hier rein gefräst? Also die beiden senkrecht bemaßen und dann sind das, dann machen wir mal 1,5 mm. Ich bin am Überlegen. Wir machen das hier neu. Das kommt erstmal weg. Und zwar, ich möchte da eine andere Anordnung haben. Und zwar so und dann dahin. Dann brauchen wir eine neue blaue Linie, die Mittellinie. So, die werden symmetrisch dazu der Punkt, oder wir können hier oben den Punkt nehmen, der zu dem waagerecht bemaßt, das sind die 0,95 und dann haben wir das jetzt hier und jetzt muss das hier unten noch bemaßt werden. Was machen wir da für ein Maß? 0,2 mm. So, damit das vernünftig ist, definieren wir noch den Abstand hier, mit dem wir hier starten. Und da machen wir 5 mm. So, jetzt ist das sogar eingeschränkt. Das heißt, wir können jetzt hier die erste Helix rein konstruieren. Und zwar, das ist eine abziehende Helix. Das heißt, Wendel hier vom Körper abziehen, die nehmen wir. So, das ist natürlich jetzt völliger Unfug, weil wir müssen hier umstellen auf eine Konstruktionslinie. Konstruktionslinie 1 ist da die richtige. Dann die Steigung, hatte ich ja gesagt, 2 mm. Und das Maß hier, da setzen wir mal 60 ein.
und schauen mal, was rauskommt. Jo, das passt. Dann machen wir OK. Ein wenig warten und da ist das erste, und zwar das rechtsdrehende Gewinde. So, jetzt nehmen wir diesen Sketch hier. Einmal STRG C und hier das Aufklappen, die Datum Plane hier deaktivieren, OK drücken, STRG V. Da ist die neue Zeichnung, die in die Gewindestange hier reinziehen und dann können wir die Zeichnung einfach öffnen. So, wir gehen hier, die 5 mm hier, die schmeißen wir raus. Wir ziehen das hier rüber und bemaßen das hier jetzt neu und das sind minus 5 mm. So, da ist der zweite, wird die zweite Helix gesetzt. Einmal schließen die Zeichnung, können Sie einmal sichtbar machen, da ist sie. Und dann machen wir da die zweite Helix, auch wieder eine abzuziehende Helix. So, die wird auch Konstruktionslinie 1. Dann gehen wir einmal hier hin, dass wir alles sehen. So, die kriegt eine Steigung von 2 mm und die wird linksgängig. Und dann brauchen wir hier nur noch die 60 einzutragen. Gucken wir uns das mal an. Okay, er ist noch am Rechnen. Das geht in die falsche Richtung. So, das heißt, diese zweite, die hat er jetzt gar nicht gemacht. Da hat er abgebrochen oder ich habe abgebrochen, das war auch gut so. Das heißt, wir machen die zweite Wendel, hier die abziehende Wendel und auf Konstruktionslinie 1. Jetzt sieht man, die geht in die falsche Richtung, also umgekehrt einmal anklicken. Dann die Steigung auf 2 mm. Okay, und linksgängig. So, jetzt können wir das Maß hier auf 60 ändern. Wir können einfach Enter drücken, das wird jetzt funktionieren. Jetzt wieder ein wenig warten. Und dann haben wir die Gewindestange hier fertig. So, jetzt haben wir ja hier den einmal den hier, der nach rechts rausläuft. Der muss da mit einem Gewinde verbunden werden. Und der hier, der wird auf der Seite mit diesem Gewinde verbunden. Da macht man jetzt einfach hier auf dieser Ebene hier, natürlich wechselt man vorher wieder auf Greifer R, Doppelklick, dass das schwarz ist. Und das machen wir jetzt ruhig hier, nicht hier, sondern dicht hier dran, weil dann kann das hier weit nach außen fahren. Dann habe ich auch einen großen Bereich, den ich abfahren kann und kann auch kleine Sachen hinterher klemmen. Ich muss aber gerade mal schauen. Das ist
Eigentlich ist das umgekehrt, als ich es mir gedacht habe, aber egal. Ähm, so, der muss hier nach da laufen. Das heißt, gucken wir mal gerade, das ist nämlich Greifer L und ist aber eigentlich der nach rechts rausfährt. Ich habe ja vorhin anders begonnen. Gucken uns das mal. Ja, egal, da müssen wir die umbenennen. So, der Greifer, der fährt nach rechts und der hier, der fährt nach links. Dann benennen wir den jetzt hier nochmal um. So, der fährt nach rechts raus. Den werden wir jetzt als erstes bearbeiten. Und zwar, da kommt jetzt hier eine Zeichnung drauf. Und das wollte ich aber eigentlich hier drauf machen. So, nochmal Zeichnung. Jetzt klappt das auch. Ja, das ist jetzt nicht einfach. Müssen wir uns das, gerade haben wir das so gesehen. Und das ist R. Das geht der nach rechts geht. Also müssen wir hier das reinzeichnen. Ich mache jetzt hier einfach ein weißes Rechteck rein. Und dann gehen wir in die Aufsicht und gucken uns hier an, wie wir uns das vorstellen. Das kriegt ein Maß. Und zwar, das machen wir mal 8 mm. Ziehen wir so bis da. Lassen wir hier beginnen. Gucken wir mal. Das Maß hier. Gucken wir mal, minus 53 mm. Das scheint ein bisschen überzustehen. Minus 52,5 mm. Minus 52,75 mm. Jo, 52,6, das scheint das Richtige zu sein. Das lassen wir hier hinten durchgehen. Machen wir hier ein Maß 35,3. Das ist auch nicht so wichtig, wenn das ein bisschen übersteht. Das wird damit nämlich nicht verbunden. Und dann machen wir hier noch den. Ich mache mal die Mittellinie da rein. So, das gibt die 35 mm. Ne, minus 18 sind das, genau. Also 17,5. Und da machen wir jetzt hier den Abstand. Machen wir mal 7,5. So, das wird jetzt hier eine Aufpolsterung. Und dann machen wir die größer. Und zwar, dass das da ganz drin hängt. So. Wir können die hinterher nach vorne, beziehungsweise hier, da muss die verlängert werden,
damit damit geklemmt werden kann. Und man kann jetzt das direkt größer machen. Das muss aber gar nicht sein. Das können wir uns später immer noch überlegen. So, dann muss hier jetzt ein Gewinde reingefräst werden. Da muss wieder so eine Zeichnung generiert werden. Einmal müssen wir uns überlegen, was für ein Maß nehmen wir für das Loch. Und da gehen wir jetzt hier hin, machen da eine neue Zeichnung drauf, einen Kreis, so, das Maß hier, das sind die 18 und das müssten die 35 geben. Ja. Und jetzt muss man sich hier überlegen, wie machen wir den Kreis denn? Der muss jetzt, da das hinterher rausgefräst wird, muss der bis dahin laufen. Und das ist jetzt so gar nicht so einfach zu definieren. Deswegen machen wir die Gewindestange halb sichtbar und gehen nochmal in die Zeichnung, in diese Ansicht hier. So, und dann ziehen wir das jetzt. Kann man sich jetzt auch von da anschauen. Jo, das ist ganz gut. Der muss auf alle Fälle kleiner werden. Muss ich überlegen, muss der kleiner werden? Nee, das muss größer werden. Weil sonst würde das halt da zu weit reinlaufen. Machen wir einfach mal ein Maß. Was haben wir hier? 9,27. Da machen wir einfach 10. So, gucken wir uns das mal an. So, da machen wir eine Tasche. Und zwar durch alles. Und jetzt muss noch die Zeichnung erstellt werden, die hier das Gewinde dran macht, und das mit rechtsläufigem Gewinde, wenn ich das richtig sehe. Das werden wir aber gleich sehen, ob ich es richtig gemacht habe. So, dann wir machen wieder eine auf der XY-Ebene eine Datum Plane, und zwar in Z-Richtung 18. Die ist da jetzt schön mittig drin, und auf die machen wir die neue Zeichnung. Und das muss jetzt, das was da ausgefräst wird, das muss hier außerhalb hier von fräsen, damit das hinterher gut läuft, das Gewinde. Und das machen wir mit diesem Zahn hier. Da machen wir die neue, da machen wir wiederum so ein Konstrukt hier. So, das ist vertikal. Das Maß hier, das sind die 1,9 mm. Wir brauchen die Mittellinie, die wird blau. So. Das wird symmetrisch. Das hier wird symmetrisch.
Da haben wir das Maß von 1,9 und das Maß da 0,2. Jetzt fahren wir das mal hier so hin und dann können wir das hier jetzt so ranfahren. Das ist falsch, was ich hier mache. Und zwar, wir müssen diesen Zahn hier ausfallen, nicht die Vertiefung, sondern der muss rausgefräst werden. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir können das hier einfach ummünzen. So, die werden horizontal. Und dann fahren wir das hier so hin. Und jetzt können wir das hier so ranfahren. Das hier so ranfahren. Und das muss auf alle Fälle hier, der Abstand hier zu der Mittellinie, die fehlt noch. Das heißt, hier brauchen wir noch mal eine blaue Linie, und zwar hier so rein. Und die kriegt den Abstand hier von 35 mm. Muss man gleich dran denken, das ist jetzt die zweite Konstruktionslinie, nicht die erste, wie wir es bei der anderen Zeichnung gehabt haben. So, das hier muss auf alle Fälle ein Maß sein, was kleiner als 5 oder 6 ist. Und das ist der Fall. Okay, gucken wir uns das mal an. Hier kann ich jetzt noch ein bisschen das größer machen. Desto besser dreht die Mutter hinterher. Macht man zu groß, dann dreht sie durch. Also da ist nicht ganz einfach. Da kann man schon mal Pech haben, dass man ein zweites Mal was ändern muss und nochmal drucken. Aber das nehme ich jetzt hier, schließe die und mache jetzt hier eine so ein Wendel rein. So, der wird jetzt auf Konstruktionslinie 2 gedreht mit Steigung 2 und die Richtung stimmt und auch die, ich muss das nicht umdrehen. So, das muss hier hinten wieder rausgucken. Also machen wir hier mal 12. So, da guckt das wieder raus. Jo, das können wir so nehmen. Okay. Und dann machen wir die Gewindestange unsichtbar und dann haben wir hier das Gewinde reingeschnitten. Und also erster Teil erledigt. Zweiter Teil muss jetzt auf den Greifer L auf wen habe ich da? Ne, den habe ich genommen, genau. Greifer R, das ist der. Greifer L, das ist der. Und da kann ich jetzt einfach hier die meisten Sachen kopieren. Gucken wir uns die Zeichnung mal an. Das ist das. Da haben wir das Pad. Den kopieren wir einfach. Steuerung C. Nehmen das hier raus. Einmal OK drücken. Und dann Steuerung V. Und diese Zeichnung muss jetzt in Greifer L reingefügt werden. Das heißt da rein. Und dann haben wir die hier unten auch liegen. Da ist sie. Und die muss jetzt hier drauf platziert werden mit dieser Funktion Sketch Nummer 88. Ist das denn wirklich Sketch 88? Gucken wir uns den mal an.
Ne, das ist er nämlich nicht. Sketch 102 ist es, der ist nicht sichtbar. Okay, machen wir den Sketch 102, also darauf muss der Sketch 102, das ist nämlich der letzte in der Liste. Und okay, ebene Fläche, dann schauen wir uns, machen wir den sichtbar. Und der ist jetzt aus welchem Grund auch immer falsch platziert. Gucken wir mal Map, ob wir das hier... Ne, das macht keinen Sinn. So, da gucken wir uns mal bei Greifer R an. Wie hat man den denn konstruiert? Und der hat einen Abstand zur Mittellinie. Okay, das müssen wir dann da auch machen. Das heißt, wir gehen hier hin, den Sketch definieren. Das Maß hier können wir rausnehmen. Die Mittellinie hier, die wird 17,5 und dann das Maß hier, das waren die 7,5. Jo, das sieht doch ganz gut aus. Schließen wir. Da machen wir jetzt eine Aufpolsterung. Da muss der Greifer L einmal Doppelklick schwarz werden und dann können wir jetzt diese Zeichnung hier aufpolstern und hier können wir jetzt einfach so lang Plus drücken, bis die dasselbe Maß haben. 15 war das. Okay, dann gehen wir auf den Greifer R, machen suchen die nächste Zeichnung raus. Das ist die hier, Steuerung C und dann einmal Steuerung V drücken und der wird jetzt auch in den Greifer L gelegt. Das mag er jetzt nicht. Machen wir nochmal. So, jetzt aber Greifer L, da bitte hin. So, dann Greifer L, machen wir da drauf. Die Zeichnung ist diese hier. Ne, das ist sie nicht. Greifer L, Zeichnung 103. Und die setze ich jetzt hier drauf. Müssen wir mal schauen, ob das klappt. Sketch 103 und OK. Gucken wir uns an. Dann machen wir hier das auf True. Nee, das klappt nicht. Machen wir mal wieder auf False und gucken uns die Zeichnung an. Da ist jetzt ganz einfach hier das Maß. Das muss minus 18 werden. So, und dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Und das wird jetzt durch alles wird da reingebohrt. Und dann machen wir die Gewindestange wieder sichtbar. Holen uns aus Greifer R die Zeichnung, die hier in der Helix hängt. Das ist dieses kleine Ding da. Einmal Steuerung C. Genauso hier das wegmachen. Okay. Dann und Steuerung V. Und das muss jetzt wieder in den
Greifer L kopiert werden. Greifer L. Aber da müssen wir erst die Datum Plane noch reinmachen in den Greifer L. Das heißt Greifer L, X-Ebene, XY-Ebene und eine neue Datum Plane. Und zwar in Z 18 mm. Und da wird die Zeichnung jetzt draufgelegt. Die machen wir unsichtbar, selektieren die und hiermit Sketch 104 ist das Ganze. Da ist er, der Sketch 104. Und das war die Datum Plane, Sketch 104, den haben wir da. Und der muss jetzt einfach hier rüber geschoben werden. Und zwar so weit, dass der da zum Beispiel fräst. So, das ist in Ordnung. Ich will das eigentlich nicht noch verschieben. Machen wir mal Steuerung Z. So, nur mit dem blauen verschieben. Und dann schließen wir das. Machen hier eine neue Wendel. Und da müssen wir jetzt gucken, ist das Konstruktionslinie 1 oder 2? Ich denke mal, das ist 2. Jo, sieht gut aus. Umgekehrt linksgängig. Und dann Steigung 2 mm. Und da können wir 12 eintragen. So, jetzt müsste das eigentlich schon drin sein. Wir machen die Gewindestange unsichtbar. Und damit haben wir das Teil so gut wie fertig. Es muss jetzt hier noch dieser obere Teil des Lagers konstruiert werden. Eigentlich recht einfach. Neuen Körper. So, da haben wir den neuen Körper, den nennen wir Lager 2. So, der kriegt erstmal auf der XY-Ebene eine Datum Plane und die schieben wir jetzt nach oben. Ja, nicht in X, in Z natürlich. Zwar so lang, bis der da genau drauf liegt. So, das haben wir schön gemacht. Gut, das ist das Maß. Das sind auch die 18. Ja klar sind das die 18. Und dann machen wir die unsichtbar. Eine neue Zeichnung. Das gibt jetzt auch so ein Rechteck hier. So, da haben wir das Maß, 6 mm. Das wird hier symmetrisch. So, dann haben wir noch die Symmetrieachse hier. Das müssten eigentlich die 35 sein. Ja. Und dann können wir das hier symmetrisch machen. Das Maß, das sind die 21 mm. Und dann wird das jetzt eine Aufpolsterung. So, ich mache jetzt schon mal hier das so ein bisschen rund. So zum Beispiel, da kommt jetzt hier eine Zeichnung drauf. Da kommt eine Zeichnung drauf. Und zwar, das wird wieder der Kreis. Kommt
drauf und das da, das gibt die minus 35 mm. Und das Maß hier, ich weiß das jetzt gar nicht mehr so recht, waren das 10 mm. Ne, es war mehr. 12 war es nicht, 11 war es. Okay. Und schließen das, machen eine Bohrung da rein durch alles. Und dann ist auch das Teil fertig. Und zu guter Letzt müssen da noch in das hier und das hier die Zapfen rein. Das wird mir hier nur ein bisschen zu lang, deswegen lasse ich das jetzt erstmal weg. Man kann das auch kleben oder wie auch immer. Oder jedenfalls, da müssen unten Zapfen rein, die hier reingehen und hier Zapfen rein, die dann in das zweite Lager reingehen. Dann macht man Folgendes, dass man das Lager, den unteren Teil setzt, dann die Gewindestange reinsetzt und dann dieses Teil halt da so drauf setzt. Und dann ist die Gewindestange gelagert und fixiert. Sie kann links und rechts nicht raus. Und dann kann man jetzt einfach, wenn man das produziert hat, hier an der Gewindestange drehen. Und dann bewegen sich das Teil und das Teil eben entgegengesetzt. So, hier auf der Seite, da können wir jetzt noch hier und da das ein bisschen länger machen, damit dazwischen was geklemmt werden kann. Das ist, da haben wir hier den Greifer L. Das heißt, da kommt noch eine Zeichnung drauf. Das ist der hier. So, das kriegt ein Maß von 8 mm. Ja. Machen wir mal das Maß hier. Das sind 2 mm. Dann haben wir noch das Maß hier. Das sind 11 mm. Und das Maß hier, das sind 15 mm. Und dann können wir das jetzt hier da eine Aufpolsterung machen. Und das kann man so lassen. Dazwischen kann jetzt was geklemmt werden und dann wechseln wir hier auf den Greifer R. Den haben wir hier, Doppelklick dahin, neue Zeichnung. Und da kommt jetzt genau so ein Teil hin. Auch da Maß 8 mm, Maß 15 mm. Und dann machen wir hier den Abstand. Das sind die 11. Und der Abstand hier, das müssen dann die 2 sein. Ja, minus 2 sind es in dem Fall. So, fertig. Und dann machen wir da auch die Aufpolsterung. Und dann haben wir hier, die bewegen sich jetzt, der hier da raus, der hier da raus. Und dazwischen kann jetzt zum Beispiel eine Action Cam oder was auch immer geklemmt werden. Okay, das war's zu diesem Video. Das war ein wenig länger, und aber es ist auch, denke ich mal, etwas wert, weil es wirklich ein bisschen in die Vollen geht. Wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!